Der Landschaftspark Duisburg. Wir schreiben das Jahr 2022. Dies sind die Abenteuer der Hamborner Racer, die mit ihren 4- und 2-mann-starken Besatzungen 24 Stunden unterwegs sind, um staubige Wege zu erforschen, neue Herausforderungen und eigene Grenzen. Viele Kilometer von zu Hause entfernt dringen die Hamborner Racer in Wege vor, die nie ein Mensch zuvor befahren hat. Herzlich willkommen bei unserem Rückblick zum Mountainbike-Rennen, den Rose 24 Stunden von Duisburg 2022. Wir, das sind die Hamborner Racer 5.0, eins von insgesamt 29 rein männlich besetzten Viererteams in fortgeschrittenem Alter. Was das für ein Rennen ist, was es mit Cannabis und Mettwurst auf sich hat, warum wir plötzlich ein Dreierteam wurden und wie wir uns sonst so geschlagen haben, das seht ihr jetzt. Die Rose 24 Stunden von Duisburg ist ein Mountainbike-Cross-Country-Rennen, das im Landschaftspark Duisburg Nord, einem ehemaligen Industriegelände eines stillgelegten Hüttenwerks, ausgetragen wird. Die Distanz für eine Runde beträgt 7,7 Kilometer bei etwa 70 Höhenmetern. Einschreiben können sich Singles, Zweier-, Vierer- und Achterteams. Ab einer Teamgröße von 2 sind Frauen, Männer oder auch Mixed-Teams startberechtigt. Die Wertung erfolgt zudem nach Altersklassen unterteilt. Als Bikes dürfen Mountainbikes jeglicher Spielart eingesetzt werden. Nicht zulässig hingegen sind Rennräder, Querfeldeinräder, Crossräder, Gravelbikes oder Bikes mit elektrischer Unterstützung. Fahrerwechsel sind ausschließlich in der sogenannten Wechselzone erlaubt. In der Wechselzone muss das Rad aus Sicherheitsgründen geschoben werden. Beim Wechsel wird ein Staffelstab in Form eines Snap-Armbandes an den nächsten Fahrer übergeben. In der Dämmerung bzw. bei Dunkelheit muss das Rad mit geeigneter Beleuchtung ausgestattet sein. Ob, wann und wie oft ein Team wechselt oder Pausen einlegt, bleibt dem Team selbst überlassen. Zusammen mit dem Zweierteam Hamborner Racer 5.2 teilen wir uns ein gemeinsames Basecamp. Die Strecke führt auf einem erhöhten Damm unmittelbar am Basecamp vorbei. Um dem Team einen Fahrerwechselwunsch anzukündigen, vereinbarten wir ein Rufwort, das bei der Vorbeifahrt eine Runde zuvor laut zu rufen ist. Im Vorfeld fanden einige Überlegungen statt und eine Zeit lang stand das Wort Sanitäter im Raum. Davon nahmen wir jedoch aus nachvollziehbaren Gründen rasch wieder Abstand. Die Hamborner Racer 5.2 mit Eugen und Stefan verständigte sich beispielsweise auf Mettwurst. Doch wir halten schließlich Cannabis für passend und unterstreichen damit unsere hohen Ambitionen hinsichtlich eines möglichst großen Spaßfaktors. Cannabis! Unsere Hauptziele für das Rennen sind: Ankommen, nicht Letzte werden und Spaß haben. Hören wir als nächstes ein paar Stimmen unserer Fahrer. Ja, Joachim, du bist jetzt hier beim 24-Stunden-Rennen in Duisburg, beim Radrennen. Dann wie viel ist das denn? Das zweite Rennen, um genau zu sein. Ah, das heißt, du bist ein erfahrener Fuchs. Auf was kommt es denn hier bei einem Rennen an? Ja, auf Eier und auf den buschigen Schwanz. Wie sieht deine Taktik aus für das Rennen? Ja, so lange treten, bis die Pumpe nicht mehr mitmacht. Ja, Thorsten, ist das dein erstes 24-Stunden-Rennen? Nein. Wie viel ist es denn? Wie viel Mal? 4? 3 Dritte, 4. oder so. Das heißt, du bist sehr erfahren. Auf was kommt es denn auf dieser Strecke an?
auf vorausschauendes Fahren und dass man früh genug sieht, ne, was da los ist. Hast du eine bestimmte Taktik, die du hier anwenden möchtest? Nö. Ja, sehr schön. Dann viel Erfolg. Jo, danke. Dankeschön. Das Team hat mir die Ehre zuteil werden lassen, den Start fahren zu dürfen. Im Start-Zielbereich warte ich auf den Start. Nur wenige Meter entfernt stehen die Zweierteams und unter ihnen die Hamborner Racer 5.2 mit Startfahrer Stefan. Im Gewusel entdecke ich auch Dynamics Group 2er mit Startfahrer Thomas, der das Rennen zusammen mit Jörg bestreitet. Und dann ist es auch schon soweit. Nur noch wenige Augenblicke, bis der Startschuss zur Einführungsrunde fällt. 4, 3, 2, 1. Da ist er, der Startschuss zu den Roseln. 24 Stunden Bundesburg. Die Viererteams und Achterteams gehen auf die Strecke. Neutralisierter Start. Viel Spaß, gute Fahrt. Den Startfahrer auffahren. Die Einführungsrunde wird für die Viererteams ohne den berüchtigten Anstieg Monte Schlacco gefahren und hat eine ungefähre Länge von 7 Kilometern im Vergleich zu den 7,7 Kilometern der vollständigen Runde. In der Einführungsrunde ziehen einige Teilnehmer ihr Tempo an und so kommt Unsicherheit auf, ob das tatsächlich noch die Einführungsrunde oder das Rennen bereits im Gange ist. Also gilt es, bestmöglich mitzuschwimmen. Das wiederum sorgt für teilweise kuriose Positionswechsel mit denselben Teilnehmern. Beim Emscher Durchbruch nennen wir später im Rennen respektlos unnützen Berg. Denn dieses künstliche Konstrukt ließe sich aus unserer Sicht deutlich einfacher als überfahren. Aber wie Joachim sagt, nutzt ja nichts. Imposant ist auch, welchen Aufwand einige Fans betreiben. So ist in einem Bereich bereits von weitem Rockmusik zu hören. In der sogenannten AC/DC-Kurve haben Fans eine Musikanlage installiert, die durch Sound und Schalldruck besticht. Bei meiner ersten Vorbeifahrt ist Hells Bells von AC/DC zu hören. Ob das etwas zu bedeuten hat? Ich mache mir für einen kurzen Moment Gedanken. Ui. In wenigen Augenblicken ist die Einführungsrunde geschafft und die erste Rennrunde beginnt. Eugen von den Hamborner Racer 5.2 und Jörg von Dynamics Group 2er stehen im Start-Zielbereich und feuern mich an. Das motiviert zusätzlich. Die erste richtige Runde. Wir sind hier. Hier Neuhaus durchgekommen. Sie starten jetzt in die erste Runde. Nun ist das Rennen auch für uns gestartet und der Monte Schlacco lässt nicht lange auf sich warten.
Die erste Hälfte bis zur Kehre ist geschafft, doch dann folgen weitere Höhenmeter mit größer werdender Steigung. Das verspricht noch lustig zu werden. Viel Erfolg. Eine Runde noch, eine Runde noch. Während die letzte Runde meines ersten Turns läuft, motivieren die Zuschauer mit Glocken und Tröten am Gipfel des Monte Schlacco. Fast ist die Anstrengung der vergangenen Runden und des aktuellen Anstiegs vergessen. Die Motivation jedenfalls wirkt. Danke dafür.
Plus. Und Jörg, In der AC/DC-Kurve wurde derweil die Musikrichtung gewechselt, von Rock zu Techno. Nun ertönt Scooter mit How Much Is the Fish in gewohnt hohem Pegel aus den Lautsprechern. Dieser musikalische Stilwechsel sollte bei weiteren Vorbeifahrten häufiger passieren. Begegnungen mit unseren Freunden der Hamborner Racer 5.2 auf der Strecke sind selten und doch passieren sie hin und wieder. Einmal beispielsweise überquert Eugen die Ziellinie, als ich auf der gegenüberliegenden Seite daran vorbeifahre. Als nächstes übernimmt Michael und geht auf seine nächsten Runden. In einer Kehre liegt plötzlich ein Teilnehmer. Ein anderer Teilnehmer ist bereits zur Hilfe geeilt. Ein Wadenkrampf hat ihn übermannt und zwingt ihn zu einer Verschnaufpause. Brauchst du Hilfe? In derselben Runde liegt an einem kurzen, aber knackigen Anstieg kurz vor dem Hügel zum Emscher Durchbruch ein weiterer Teilnehmer. Auch ihm wird bereits geholfen. Die Fahrt in der Dämmerung zählt neben Start und Ziel zu den schönsten Phasen des Rennens. Die Strecke ist noch von Zuschauern gesäumt und die illuminierte Industrieanlage sieht in der blauen Stunde besonders ansehnlich aus. Die Fahrt durch die Industrieanlage erinnert visuell fast an Verfilmungen namhafter Science-Fiction-Weltraumabenteuer.
das ist aufregend. Nach gut 11 Stunden, kurz vor Mitternacht, erwischt es Michael. Einer der vor ihm fahrenden Teilnehmer stürzt im Bereich der Bahngleise, die hinter der Bergabpassage des AC/DC-Berges in einem schnellen Rechtsbogen gekreuzt werden müssen. Die beiden nachfolgenden Teilnehmer können nicht mehr rechtzeitig anhalten und stürzen ebenso. Michaels Sicherheitsabstand reicht ebenfalls nicht aus und so stürzt auch er. Dabei prellt er sich ein Bein und muss in der Folge leider aufgeben. Wir sind froh, dass es bei verhältnismäßig glimpflichen Blessuren geblieben ist. Wir entschließen uns dazu, nach unserem nächsten Turns eine Pause einzulegen und so übernimmt zunächst Thorsten, dann Joachim und schließlich ich. Während bei uns also Pause ist, bleiben unsere Freunde Stefan und Eugen, die Hamborner Racer 5.2, auch in der Nacht bei ihrem Turnus von jeweils 3 Stunden. Zu dem Zeitpunkt weiß ich nicht so recht, ob ich sie bewundern oder bedauern soll, denn bei ihnen blicke ich immer öfter in spärlich möblierte Gesichter. Nach rund 2 Stunden Pause nehmen wir das Rennen wieder auf und Thorsten macht dabei den Anfang. Es ist kalt da draußen, aber bald wird es ja wieder hell und warm. Als ich von Joachim übernehme, zeigt sich auch bald wieder die Sonne. Es ist sehr still auf und neben der Strecke. Kaum ein Zuschauer ist zu sehen und es fehlen auch offenbar einige Teilnehmer. Sie scheinen sich ebenfalls eine Pause verordnet zu haben. Die Strecke hat im Verlauf des Rennens teils stark gelitten. Vor allem in den Anbremszonen der Bergabkehren ist es deutlich spürbar wellig und uneben geworden. Beim Emscher Durchbruchhügel laufe ich auf einen Zweierteam-Teilnehmer auf. Stefan meinte im Vorfeld, die Solisten und die Zweierteams sollten insbesondere nachts und morgens durch gutes Zureden motiviert werden. Doch mir fallen spontan keine passenden Worte ein. Als ich mich ihm am Anstieg nähere und seinen Namen auf der Rückennummer lesen kann, erkenne ich ihn. Es ist unser Jörg, der von Dynamics Group 2er. Auch ihm ist sein Bedürfnis nach einer Mütze Schlaf anzusehen. Hey Jörg, du bist es. Moin. Ja, okay. Im weiteren Verlauf dieser Runde überholt er mich wieder zurück und enteilt. Ganz schön flotte Pace nach gut 18 Stunden Renndauer. Die Menge des während des Rennens aufgewirbelten Staubes wird besonders auf dem Weg zwischen dem Hügel beim Emscher Durchbruch und dem AC/DC-Berg sichtbar. Die am Vortag noch grüne Flora zeigt sich nun in einem eher grauen Kleid.
Nachdem Thorsten von mir übernimmt, stürze ich mich auf die Verpflegungsstelle in der Wechselzone. Hier ist nun auch das Leben zurückgekehrt. Gut 3 Stunden vor Rennende übergibt Joachim an mich und mein vorletzter Turn beginnt. Die Temperaturen passen wieder für kurzärmelige Trikots. Die Strecke macht auch wieder einen belebteren Eindruck. Daniel, kannst du mit Kraft und so? Hat ja auch schon ganz Zeit an. In Thorstens letztem Turn ereilt ihn ein Plattfuß. Der passiert in weiter Ferne zu unserem Basecamp und verursacht einen längeren Fußmarsch. Joachim und ich tauschen spontan unsere Turns und so übernehme ich direkt wieder von Thorsten und beginne meinen letzten Turn. Jetzt, gegen Ende des Rennens, scheinen die Runden schneller zu vergehen als zu Beginn des Rennens. Und das, obwohl die Rundenzeiten langsamer geworden sind. Ihr Solisten seid echt super geil. Respekt. Auch die Fans geben gegen Rennende alles. Ein besonderer Motivator schreit einen Teilnehmer den Monte Schlacko förmlich hinauf. Beide spurten den Anstieg mit einer unfassbaren Geschwindigkeit hoch. Du bist ja ein Tier. Auf geht's, sehr schön. Egal mit welchem Tempo ein Teilnehmer den Anstieg erklimmt, die Zuschauer unterstützen ausnahmslos jeden. Der letzte Rest Adrenalin sammelt sich im Körper für die verbleibenden Kilometer, während das den Beinen egal scheint. Sie brennen am Anstieg ohnehin gefühlt lichterloh. Danke. Servus. Yeah. 2 Runden später vollziehen wir unseren letzten planmäßigen Wechsel. Joachim startet seine und unsere letzten Runden des Rennens. Ja, servus. Mach es, Baby. Kann ich noch 2 Runden fahren, dann können wir uns vielleicht sogar noch einer platzieren. Mach langsam. Ich bin wieder viel zu klopft. Wenige Minuten nach 12 Uhr überqueren zunächst Eugen von den Hamborner Racer 5.2 und schließlich auch Joachim die Ziellinie. Wir sind alle erschöpft, aber zufrieden, denn trotz Michaels glücklicherweise harmlosen Verletzung in der Nacht und eingeschobener Pause konnten wir all unsere Ziele erreichen. Wir sind angekommen, als 28. von 29 Teams sind wir nicht Letzte und wir hatten trotz akutem Schlafmangels und kalten Temperaturen in der Nacht viel Spaß. Das war unser Rückblick zu den Rose 24 Stunden von Duisburg 2022. Wir hoffen, ihr hattet beim Zuschauen so viel Spaß wie wir beim Fahren. Bis zum nächsten Jahr, wir kommen wieder.